7 Jahrzehnte nach der Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer wurden etwa 80 neue Fragmente dieser antiken Texte der Öffentlichkeit präsentiert. Man glaubte, einige Rollen seien für immer verloren. Doch was, wenn eine KI genau das gefunden hat, was nie gelesen werden sollte? Im Jahr 2021 riskierten Archäologen alles, um eine Höhle zu erreichen, die seit 60 Jahren versiegelt war. Nur wenige Meter davor: Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Komm schnell, wir haben etwas Unglaubliches entdeckt. Wirklich? Was habt ihr gefunden? Was sie freilegten, war nicht nur eine Schrift. Es war eine absichtlich verborgene Geschichte, auf Griechisch verfasst, mit hebräischen Markierungen versehen, aus gutem Grund versteckt. Dann griffen die Maschinen ein. Sie füllten die Lücken, entschlüsselten das Schweigen. Und was sie enthüllten, darauf ist niemand vorbereitet. Eine KI hat die Schriftrollen vom Toten Meer entschlüsselt, und es ist beunruhigender, als wir dachten. 15 Textspalten in altgriechischer Sprache, erstmals seit fast 2000 Jahren wieder sichtbar. Das Schweigen wurde durch etwas Lauteres ersetzt. Und für jene, die an alten Gewissheiten festhalten, wird es jetzt unbequem. Sacharja schreibt über das, was kommen wird, vom Wiederaufbau des Tempels und Jerusalems bis hin zu einem kommenden messianischen König. Das Kind, der Korb und die Schriftrollen. Verborgene unter trockener Erde und dem Staub der Zeit begann die Höhle langsam, Fragmente einer längst vergangenen Welt preiszugeben. Neben den Schriftrollenfragmenten machten Archäologen eine zutiefst persönliche Entdeckung. Nahe dem Höhleneingang, unter 2 flachen Steinen, fanden sie die mumifizierten Überreste eines Kindes. Man schätzt sein Alter auf etwa 6 bis 12 Jahre. Der kleine Körper war sorgfältig in Hockererstellung abgelegt, Kopf und Oberkörper in Stoff gehüllt, während die Füße unbedeckt blieben. In den Händen hielt das Kind ein weiteres Stück Stoff. Die Art der Bestattung deutet darauf hin, dass jemand das Kind mit großer Sorgfalt beigesetzt hatte. Spätere Untersuchungen ergaben, dass die Überreste etwa 6000 Jahre alt sind. Diese Entdeckung war nicht nur wegen ihres Alters bemerkenswert, sondern auch wegen ihres außergewöhnlichen Erhaltungszustands. Die trockene Luft in der Höhle hatte den Körper konserviert, fast wie eingefroren in der Zeit. Forscher gehen davon aus, dass sowohl das Klima als auch die Bestattungsweise entscheidend dazu beigetragen haben, dass der Körper über Jahrtausende hinweg erhalten blieb. Der kleine, eingehüllte Körper wirkte wie eine stille Botschaft aus einer anderen Epoche. Doch das war nicht alles. Tiefer in der Höhle stieß das Team auf einen großen, geflochtenen Korb, erstaunlich gut erhalten. Dicht gewebt und klar für die Aufbewahrung gedacht, besaß er ein Fassungsvermögen von etwa 100 Litern. Spätere Analysen datierten ihn in die Jungsteinzeit. Tatsächlich stellte sich heraus, dass es sich um den ältesten bekannten Korb handelt, der je entdeckt wurde, fast 9000 Jahre alt. Orin Abelmann erklärte, dass solche Funde Forschern einen völlig neuen Blick auf die frühe Entwicklung des Menschen ermöglichen. Der Korb stammt aus der Zeit des präkeramischen Neolithikums B, einer Epoche noch vor der Entstehung von Keramik. Es war eine Phase, in der sich Gemeinschaften im Nahen Osten allmählich vom Jagen und Sammeln entfernten und begannen, erste landwirtschaftliche Siedlungen zu bilden. Ein entscheidender Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Die Menschen wurden sesshaft, bauten Nahrung an und errichteten dauerhafte Behausungen. Der Korb war nicht nur ein Aufbewahrungsgegenstand. Er stand für eine Lebensweise, die sich gerade erst formte. Die Höhle offenbarte weit mehr als nur Schriftrollen und alte Überreste. Sie schenkte Forschern einen seltenen Einblick darin, wie Menschen in der Antike lebten, sich um ihre Kinder kümmerten und ihre Vorräte lagerten. Jedes einzelne Fundstück fügte dem Gesamtbild ein neues Detail hinzu. Die Schriftrollen, die überlebten. Nach so vielen Jahren schien es unwahrscheinlich, in der Höhle des Schreckens noch etwas Neues zu finden. Doch manchmal sind es die kleinsten Dinge, die offen vor uns liegen und alles verändern. Und diesmal entpuppte sich das, was wie ein einfacher Fleck im Staub aussah, als weitaus bedeutender. Mehr als 60 Jahre nach den Untersuchungen von Professor Yigal Yadin und Professor Yohanan Aharoni kehrten Forscher mit besseren Werkzeugen und geschärftem Blick zurück. Die trockenen, geschützten und abgelegenen Bedingungen der Höhle hatten vieles erstaunlich gut konserviert. Dennoch war die Arbeit schwierig. Schwaches Licht und dicke Staubschichten machten es nahezu unmöglich, Auffälliges zu erkennen.
Doch einer der Archäobotaniker im Team bemerkte etwas: feine Spuren auf einer Ansammlung winziger Fragmente. Zunächst wirkten sie unscheinbar. Doch bei genauerem Hinsehen zeigten sich Tintenspuren, Hinweise auf Schriftzeichen, die zu einer wichtigen Entdeckung führten. Diese kleinen, staubigen Stücke gehörten zu einer antiken Schriftrolle. Ein unscheinbarer Hinweis, leicht zu übersehen, der jedoch eine neue Welle der Begeisterung auslöste. In feuchteren Klimazonen wären diese Fragmente längst zerfallen. Doch in dieser Wüstenhöhle blieben sie fast 2000 Jahre lang verborgen und unberührt. Die Geschichte der Schriftrollen vom Toten Meer reicht bis in die 40er Jahre zurück, als die ersten Fragmente entdeckt wurden. Viele dieser Texte werden mit einer Gemeinschaft in Qumran in Verbindung gebracht. Zahlreiche Forscher gehen davon aus, dass es sich um die Essener handelte, eine jüdische Gruppierung mit eigenen Überzeugungen und Schriften. Die Geschichte der Schriftrollen vom Toten Meer reicht bis in die 40er Jahre zurück, als die ersten Fragmente entdeckt wurden. Viele dieser Texte werden mit einer Gemeinschaft in Qumran in Verbindung gebracht. Zahlreiche Forscher gehen davon aus, dass es sich um die Essener handelte, eine jüdische Gruppierung mit eigenen Überzeugungen und Schriften. Diese Theorie ist jedoch bis heute umstritten. Was die ursprünglichen Schriftrollen so bedeutend machte, war ihr Inhalt. Es waren nicht nur Abschriften bekannter religiöser Texte, sondern auch die ältesten jemals gefundenen biblischen Manuskripte. Hinzu kamen jüdische Schriften, die im Laufe der Zeit verloren gegangen waren. Diese Texte eröffneten einen klareren Einblick in die Glaubensvorstellungen und Diskussionen, die das jüdische Leben jener Zeit prägten. Gleichzeitig lieferten sie Hinweise darauf, wie sich das frühe Christentum innerhalb dieser Welt entwickelte. Doch nun kommt ein neuer Faktor ins Spiel. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um diese Fragmente auf eine Weise zu analysieren, wie es kein Mensch je könnte. Und das, was sie dabei ans Licht bringt, könnte dich noch tiefer in dieses geheimnisvolle Rätsel hineinziehen. Der Abstieg in die Höhle des Schreckens. Als Archäologen im Jahr 2021 in eine judäische Höhle hinabstiegen, suchten sie nicht nur nach Knochen oder Keramik. Sie suchten nach etwas Tieferem, etwas, das über 60 Jahre lang unter Staub und Zeit verborgen lag. Was sie entdeckten, war nur der Anfang. Der eigentliche Schock sollte erst später kommen, als künstliche Intelligenz begann, die Fragmente zusammenzusetzen. Dazu kommen wir gleich, doch zuerst schauen wir uns an, wo alles begann. Um in die Höhle zu gelangen, mussten die Forscher sich an Seilen rund 80 Meter senkrecht von der Klippenkante abseilen. Es war nicht nur riskant, sondern auch körperlich extrem fordernd. Doch für Orin Abelmann und sein Team von der israelischen Altertumsbehörde lohnte sich der Einsatz. Tief in den Felsen verborgen lagen Fragmente uralter Texte. Und nicht irgendwelche Texte. Es waren Teile der Schriftrollen vom Toten Meer. Kleine, zerbrechliche Stücke, die auf unerklärliche Weise Jahrhunderte von Hitze, Verfall und Stille überstanden hatten. Abelmann gab zu, dass das Gefundene kaum Größe hatte. Es sind winzige Fragmente, sagte er, aber selbst kleinste Stücke können viel erzählen, wenn man sie richtig zusammensetzt. Das Team setzte einige davon wie ein Puzzle wieder zusammen. Nach und nach kehrten Worte und Bedeutungen zurück und gaben eine Ahnung dessen, was einst existierte. Die Höhle, in der all das geschah, ist offiziell als Höhle 8 bekannt, doch die meisten nennen sie anders: die Höhle des Schreckens. Dieser Name kommt nicht von ungefähr, sondern von dem, was dort gefunden wurde. Bereits in den 50er und 60er Jahren hatten Forscher wie Professor Yegar El-Yadin und Professor Yohanan Acharoni den Ort untersucht. Auch lokale Beduinen aus der Negev-Region interessierten sich dafür. Ihre Funde zeichneten ein erschütterndes Bild. Um etwa 35 nach Christus, während des Niedergangs des Bar Kochba-Aufstands, suchte eine Gruppe jüdischer Männer, Frauen und Kinder in der Höhle Zuflucht, insgesamt etwa 40 Menschen. Römische Truppen umzingelten das Gebiet und lagerten direkt über der Klippe. Ohne Fluchtmöglichkeit standen die Menschen vor einer ausweglosen Entscheidung. Sie weigerten sich aufzugeben. Einer nach dem anderen kam ums Leben, eingeschlossen, ohne Wasser, dem Vergessen überlassen. Ihre Skelette blieben dort liegen, wo sie zusammenbrachen. Mehr als alles andere ist es diese Geschichte, die der Höhle ihren düsteren Namen gab. Heute, viele Jahre später, wurden neue Fragmente genau aus dieser Höhle geborgen. Dank moderner Technik konnten Forscher sie genauer untersuchen als je zuvor. Doch längst sind es nicht mehr nur menschliche Augen, die sie analysieren.
Künstliche Intelligenz ist ins Spiel gekommen, und was sie nun ans Licht bringt, könnte alles verändern, was wir über diese antiken Texte zu wissen glaubten. Lass mich dir zeigen, wie. Die Spur der Schriftrollen. Gerade als es schien, als hätten die Fragmente bereits alles preisgegeben, begann sich eine neue Ebene des Verständnisses zu zeigen, eine, die Verbindungen über Geographie, Sprache und Zeit hinweg sichtbar machte. Wie bereits erwähnt, gingen viele Forscher lange davon aus, dass eine einzige Gruppe, möglicherweise die Essener, für die Schriftrollen verantwortlich war. Doch diese Theorie geriet ins Wanken, als künstliche Intelligenz ins Spiel kam. Mit leistungsstarken Werkzeugen, die selbst kleinste Unterschiede in Tinte, chemischer Zusammensetzung, Pergamentstruktur und Handschrift erkennen konnten, entstand ein deutlich komplexeres Bild. Die Texte wurden nicht nur in biblischem Hebräisch und Aramäisch verfasst, sondern auch auf Griechisch und in Paläo-Hebräisch, letzteres meist für heilige Namen verwendet. Die Texte wurden nicht nur in biblischem Hebräisch und Aramäisch verfasst, sondern auch auf Griechisch und in Paläo-Hebräisch, letzteres meist für heilige Namen verwendet. Für sich genommen war das nicht ungewöhnlich. Doch als ähnliche Fragmente weit über Qumran hinaus auftauchten, etwa in Höhlen wie Wadi Muraba'at und der Höhle des Schreckens, stellten sich neue Fragen. Warum waren sie so weit verstreut? Gehörten sie wirklich alle zu einer einzigen Gemeinschaft? Hier begann die KI-gestützte Analyse, langjährige Annahmen aufzubrechen. Während die Systeme feinste sprachliche Unterschiede kartierten und mit bekannten regionalen Schreibstilen verglichen, trat etwas Unerwartetes zutage. Trotz ihrer weiten Verbreitung zeigten die Schriftrollen eine bemerkenswerte Einheitlichkeit in Herstellung und Abschrift. Das deutete auf ein organisiertes System hin, weit strukturierter, als man es zuvor angenommen hatte. Einige Fragmente zeigten sogar gezielte Korrekturen, nachgezogene Tintenlinien und hastig genähte Verbindungen, als hätte jemand in einer Krisensituation versucht zu retten, was noch zu retten war. Wer tat das? Und warum unter solcher Eile? Was zunächst wie das Werk einer isolierten Gruppe wirkte, entpuppte sich zunehmend als das Ergebnis mehrerer Gemeinschaften, möglicherweise verteilt über Jerusalem und Galiläa. Tatsächlich fanden sich in den neu entdeckten Fragmenten aus der Höhle des Schreckens Textvarianten, die in den Qumran-Funden gar nicht vorkommen. Stattdessen stimmen sie mit Überlieferungen überein, die eher in jüdischen Kreisen nahe der Stadt während der römischen Besatzungszeit verbreitet waren. War dies ein Akt der Angst, ein Versuch zu überleben oder ein verzweifelter Kampf, Wissen zu bewahren? Viele Forscher gehen heute davon aus, dass es sich um eine koordinierte Anstrengung handelte, um heilige Texte vor dem endgültigen Verlust zu schützen, insbesondere in der Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Als Städte fielen und Hoffnung schwand, wurden die Schriftrollen weitergereicht. Manche wurden durch die Wüste getragen, andere in Höhlen versteckt oder sogar neben Verstorbenen begraben. Stell dir diese Szenen vor. Schreiber, die alles riskieren, Boten, die sich durch feindliche Linien schleichen, Hüter, die Bündel heiliger Schriften unter Steinen versiegeln. Heute holen Archäologie und künstliche Intelligenz langsam auf. Sie entschlüsseln den Mut und die Präzision hinter diesen Taten. Durch die Analyse von Handschriftenmerkmalen, Tintenkompositionen und Pergamenttechniken bestätigen Maschinen, was dem menschlichen Auge allein verborgen blieb. Das war kein Zufall. Es war bewusste Bewahrung. Ein vergessenes Netzwerk hielt diese Schriftrollen am Leben, und nun, Jahrhunderte später, wird sein verborgenes Muster Stück für Stück entschlüsselt. Digitale Augen auf antiker Tinte. Was passiert, wenn man etwas Uraltes mit modernen Werkzeugen wieder zum Leben erweckt? Genau das mussten die Forscher herausfinden, als sie mit den zerbrechlichen Fragmenten aus der Höhle des Schreckens arbeiteten. Auf den ersten Blick wirkten die Stücke unscheinbar. Die meisten waren winzig, manche kaum größer als ein Fingernagel. Zerdrückt, verdunkelt und geschwächt durch fast 2000 Jahre Verfall. Bei so vielen beschädigten Fragmenten stellte sich die Frage, wo beginnt man überhaupt? Traditionelle Methoden stießen schnell an ihre Grenzen und jede Untersuchung barg das Risiko, die Überreste weiter zu beschädigen. Also musste ein neuer Ansatz her. Diesmal kam künstliche Intelligenz zum Einsatz. Es ging nicht darum, verborgene Geheimnisse zu jagen oder mysteriöse Codes zu knacken. Das Ziel war klar, so viel wie möglich vom ursprünglichen Text wiederherzustellen, ohne das fragile Material zu zerstören. Zunächst wurden alle Fragmente unter verschiedenen Lichtarten gescannt: sichtbares Licht, Infrarot und Ultraviolett.
Dadurch wurden selbst schwächste Spuren sichtbar, die dem menschlichen Auge verborgen geblieben wären. Dann folgte der komplexeste Schritt. Mit Hilfe einer speziellen Form der optischen Zeichenerkennung, kurz OCR, wurden die Texte analysiert. Doch dieses System war kein gewöhnlicher Scanner. Es war darauf trainiert, antike Schriften zu lesen. Selbst verblasste griechische und früher hebräische Zeichen konnten erkannt werden. Buchstabe für Buchstabe kehrte zurück ins Bild. Doch das Scannen war erst der Anfang. Nach der Digitalisierung wurden die Fragmente durch ein Deep Learning System verarbeitet. Selbst verblasste griechische und früher hebräische Zeichen konnten erkannt werden. Buchstabe für Buchstabe kehrte zurück ins Bild. Doch das Scannen war erst der Anfang. Nach der Digitalisierung wurden die Fragmente durch ein Deep Learning System verarbeitet. Diese künstliche Intelligenz war zuvor mit umfangreichen Sammlungen antiker Manuskripte, Schriftrollen und Inschriften trainiert worden. Sie erkannte nicht nur Wörter, sie identifizierte Muster, Handschriften, Layouts, sogar Tintenarten, die sich über verschiedene Fragmente hinweg wiederholten. Und was zeigte all das? Keine Prophezeiung, sondern Menschen. Die KI erkannte, dass bestimmte Schriftrollen aus denselben Werkstätten stammten. Ähnliche Handschriften, gleiche Nähtechniken, vergleichbare Materialstrukturen, Hinweise auf organisierte Schreibzentren, in denen Texte sorgfältig kopiert wurden. Selbst in abgelegenen Gemeinschaften herrschte Struktur und Planung. Doch dann ging die Analyse noch weiter. Unter der Oberfläche der Texte offenbarte sich etwas Persönliches. Als immer mehr Daten ausgewertet wurden, bemerkten die Forscher zunächst kleine Unregelmäßigkeiten. Doch die KI erkannte darin etwas zutiefst Menschliches. Sie sah nicht nur Buchstaben, sie erkannte Bewegungen. Feinste Abweichungen in den Linien verrieten die Hand hinter der Schrift. Ähnlich wie man in einer Handschrift Nervosität erkennen kann, zeigten auch diese antiken Zeichen Spuren von Druck, Zögern und ungleichmäßigem Rhythmus. Es war, als würde man die Bewegung einer Hand durch die Zeit verfolgen. Jede Linie wurde zu einem Fingerabdruck, konserviert über Jahrhunderte. Dann stieß man auf ein Fragment, das besonders hervorstach. Ein Abschnitt aus dem Buch Nahum. Auf den ersten Blick wirkte die Schrift hastig, fast unordentlich. Die Linien waren zittrig, die Tinte ungleichmäßig. Einige Buchstaben sanken ab, andere schossen nach vorne. Doch die KI deutete das nicht als Nachlässigkeit. Sie erkannte feine Mikrobewegungen in den Strichen, Hinweise auf Zittern. War der Schreiber krank, alt, verängstigt? Oder schrieb er in Eile, vielleicht im Verborgenen, um den Text zu bewahren, bevor es zu spät war? Plötzlich waren die Schriftrollen mehr als nur antike Dokumente. Sie wurden zu Momenten des Überlebens. Nicht nur religiöse Überlieferungen, sondern unmittelbare Ausdrucksformen von Menschen, die etwas festhalten wollten, während ihre Welt um sie herum zerbrach. Niemand weiß, wer diese Zeilen geschrieben hat. Doch der Druck seiner Finger, das Zittern seiner Hand, all das ist noch da. Und durch moderne Technologie können wir es heute endlich sehen. Echos der Propheten. Nicht alles, was aus der Vergangenheit überdauert, bleibt vollständig erhalten. Manchmal erreicht es uns in Fragmenten, klein, abgenutzt, aber dennoch kraftvoll genug, Bedeutung zu tragen. Genau so war es bei den Schriftrollenfragmenten, die während der Ausgrabung gefunden wurden. Obwohl sie nur teilweise erhalten waren, gelang es den Forschern, einige Stücke zusammenzusetzen. Insgesamt wurden etwa 80 einzelne Pergamentfragmente geborgen. Nach eingehender Analyse ordnete das Team sie der sogenannten 12-Propheten-Rolle zu. Teile dieser Rolle waren bereits zuvor entdeckt worden. Schon in den frühen 50er Jahren fanden lokale Beduinen im Gebiet von Nahal Hewa ähnliche Fragmente und verkauften sie später in Jerusalem. Was diese neuen Funde besonders machte, war nicht nur ihr Alter oder ihr Zustand, sondern die Sprache. Wie bei früheren Entdeckungen waren auch diese Fragmente auf Griechisch verfasst, nicht auf Hebräisch. Laut dem Forscher Oren Abelman ist das ungewöhnlich. Die meisten biblischen Texte aus der judäischen Wüste sind in Hebräisch oder Aramäisch geschrieben. Griechische Schriftrollen dieser Art sind in dieser Region selten. Die Schrift selbst stammt von 2 verschiedenen Schreibern, erkennbar an leicht unterschiedlichen Handschriften.
Der Inhalt entspricht jedoch nicht exakt der bekannten Septuaginta, der verbreitetsten griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel. Dennoch erklärte Abelmann, dass ein Zusammenhang besteht. Es handelt sich offenbar um eine überarbeitete Fassung oder Variante der Septuaginta. Das deutet darauf hin, dass die Gemeinschaften, die diese Rollen nutzten, eigene Wege hatten, die Schriften zu bewahren und zu interpretieren. Auch die Beschaffenheit des Pergaments stimmt mit früheren Funden aus derselben Region überein. Diese Übereinstimmung half zu bestätigen, dass die Fragmente Teil derselben Schriftrolle sind wie jene, die Jahrzehnte zuvor entdeckt wurden. Inhaltlich stammen die Texte aus den 12 prophetischen Büchern, die sowohl in der jüdischen Bibel als auch im christlichen Alten Testament vorkommen. Aus den neu zusammengesetzten Fragmenten konnten etwa 11 Textzeilen rekonstruiert werden. Darunter befanden sich Passagen aus dem Buch Nahum. Dieser Abschnitt beschreibt göttliches Gericht und Macht, eine Welt, die unter dem Gewicht göttlicher Vergeltung erzittert. Ein weiterer Teil zitiert aus dem Buch Sacharja. Dort geht es um moralische Werte und den Wiederaufbau der Gemeinschaft nach dem babylonischen Exil. Die Texte rufen zu Ehrlichkeit und Gerechtigkeit auf und warnen vor falschen Gedanken und trügerischen Schwüren. So klein diese Fragmente auch sind, ihr Inhalt ist von unschätzbarem Wert. Sie geben einen direkten Einblick darin, wie antike Texte gelesen, verändert und weitergegeben wurden. Jedes überlieferte Wort hilft Forschern nachzuvollziehen, wie sich heilige Schriften über Zeit und Kulturen hinweg verbreitet haben. Und in diesen lange verborgenen Pergamentstücken finden wir eine Verbindung zu jenen Stimmen, die sie einst lasen und weitergaben, Zeile für Zeile, Rolle für Rolle. Geheimnisse der heiligen Texte. Lange Zeit gingen viele Gelehrte davon aus, dass die Schriftrollen vom Toten Meer das bestätigen würden, was bereits in der modernen Bibel steht. Doch je tiefer die Forschung ging, desto deutlicher zeigte sich ein komplexeres Bild, geprägt von Entscheidungen, Meinungsverschiedenheiten und Veränderungen über Jahrhunderte hinweg. Statt einer unveränderten Botschaft, die direkt überliefert wurde, weisen die Schriftrollen auf einen langen und vielschichtigen Prozess hin. Heilige Texte, so scheint es, entstanden nicht in vollendeter Form. Sie wurden geformt, manchmal langsam, manchmal unter Druck, aber immer durch menschliche Hände. Diese Erkenntnis traf viele unerwartet. Es handelt sich nicht nur um alte Fragmente. Sie zeigen, dass die Bibel, wie sie heute gelesen wird, das Ergebnis zahlreicher Überarbeitungen, Auslassungen und Anpassungen ist. Heilige Texte, so scheint es, entstanden nicht in vollendeter Form. Sie wurden geformt, manchmal langsam, manchmal unter Druck, aber immer durch menschliche Hände. Diese Erkenntnis traf viele unerwartet. Es handelt sich nicht nur um alte Fragmente. Sie zeigen, dass die Bibel, wie sie heute gelesen wird, das Ergebnis zahlreicher Überarbeitungen, Auslassungen und Anpassungen ist. Einige Schriftrollen enthalten fehlende Gebote, andere ordnen zentrale Ereignisse neu. In manchen Fällen fehlen ganze Figuren oder Gesetzestexte. Wie lässt sich das erklären? Und dann stellt sich die größere Frage: Wenn diese Schriften im Laufe der Zeit verändert wurden, wer entschied, was bewahrt und was verworfen wurde? Wer hatte die Autorität, die Grenze zwischen göttlicher Überlieferung und menschlicher Ergänzung zu ziehen? Es geht dabei nicht nur um alte Texte. Es berührt den Kern von Glaubenssystemen, nach denen Millionen Menschen leben. Viele religiöse Traditionen lehren, dass ihre Schriften vollkommen überliefert wurden. Doch was, wenn Vollkommenheit nie das eigentliche Ziel war? Was, wenn Überleben, politische Umstände und Machtverhältnisse einen größeren Einfluss darauf hatten, was Teil des Kanons wurde, als man lange angenommen hat? Für Gelehrte wie Gläubige bedeuteten diese Entdeckungen einen Moment des Innehaltens. Die Schriftrollen zerstören den Glauben nicht, aber sie fordern dazu auf, ihn tiefer zu verstehen. Statt die Bedeutung dieser Texte zu schwächen, machen sie für manche greifbarer, menschlicher. Denn wenn man die Schichten freilegt, bleibt nicht nur ein Buch zurück, es bleibt ein Zeugnis von Ringen, von Wandel, von Menschen, die in unsicheren Zeiten versuchten, am Heiligen festzuhalten. Wenn man all die Fragmente, Übersetzungen und Lücken betrachtet, wird eines klar: Die Schriftrollen vom Toten Meer erweitern nicht nur unser historisches Wissen, sie fordern uns heraus, die Grundlagen von Glauben neu zu betrachten. Sie zeigen, dass das, was wir als heilig bezeichnen, nicht nur von Propheten und Schreibern geprägt wurde, sondern auch von Konflikten, Überlebenswillen und sich wandelnden Kulturen.
Wenn man all die Fragmente, Übersetzungen und Lücken betrachtet, wird eines klar: Die Schriftrollen vom Toten Meer erweitern nicht nur unser historisches Wissen, sie fordern uns heraus, die Grundlagen von Glauben neu zu betrachten. Sie zeigen, dass das, was wir als heilig bezeichnen, nicht nur von Propheten und Schreibern geprägt wurde, sondern auch von Konflikten, Überlebenswillen und sich wandelnden Kulturen. Das bedeutet keinen Verlust an Bedeutung. Es ist die Entdeckung einer tieferen Ebene. Eine Erinnerung daran, dass Glaube, wie Sprache, niemals stillsteht. Er entwickelt sich, zerbricht und formt sich neu. Und gerade in diesem fortwährenden Wandel wird er nicht schwächer, sondern lebendiger. Die Schriftrollen, die die Überlieferung in Frage stellen. Je tiefer die Forscher in die Analyse der Schriftrollen eindrangen, desto klarer wurde, es handelt sich nicht um ein einheitliches, geschlossenes religiöses Archiv. Vielmehr ist es eine Sammlung von Stimmen, geprägt von den Zeiten, in denen sie entstanden. Sowohl die gefundenen als auch die fehlenden Texte weisen in eine deutliche Richtung. Die heiligen Schriften, wie wir sie heute kennen, sind nicht plötzlich vollständig entstanden. Sie wurden diskutiert, kopiert, verändert und über Generationen weitergegeben. Ein großer Teil der Schriftrollen bezieht sich auf biblische Texte. Doch es gibt einen entscheidenden Punkt. Damals existierte keine einheitliche Bibel im heutigen Sinne. Dieser Begriff, dieses Konzept war noch nicht festgelegt. Was also wurde eigentlich überliefert? Und wer entschied, was als heilig galt? Die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass diese Texte nie ein unveränderliches Ganzes waren. Sie wurden ebenso von politischen Umständen, Unsicherheit und den Lebensrealitäten der Menschen geprägt, die sie bewahrten. Und die Veränderungen waren keineswegs geringfügig. Einige Schriftrollen verschoben die Bedeutung von Geboten deutlich. Andere ordneten historische Abläufe neu. Manche Passagen wirken, als seien sie aus gemeinschaftlichen Überlegungen entstanden, nicht aus einer einzigen göttlichen Autorität. Als künstliche Intelligenz tausende Fragmente analysierte und mit anderen antiken Überlieferungen wie der Septuaginta, dem masoretischen Text und dem samaritanischen Pentateuch verglich, traten weitere Unterschiede zutage. Ganze Abschnitte, die man erwarten würde, fehlten. Bücher wie Esther und die Chroniken, die heute eine wichtige Rolle spielen, waren nicht vertreten. Warum sollte man so viel Aufwand betreiben, um heilige Texte zu bewahren und gerade diese auslassen? Auch die griechischen Fragmente warfen neue Fragen auf. Auf den ersten Blick schienen es bekannte Übersetzungen zu sein. Doch bei genauerer Betrachtung enthielten sie Passagen, die zuvor unbekannt waren. Einige führten fremde Figuren und ungewöhnliche Ereignisse ein. Andere schwächten Gebote ab oder veränderten sie und legten mehr Gewicht auf gemeinschaftliche Rituale als auf den Tempelkult. Auch der Ton änderte sich. Messianische Erwartungen standen weniger im Vordergrund. Stattdessen betonten manche Texte kollektive Ethik oder warnten eindringlich vor kommenden Umbrüchen. Auch der Ton änderte sich. Messianische Erwartungen standen weniger im Vordergrund. Stattdessen betonten manche Texte kollektive Ethik oder warnten eindringlich vor kommenden Umbrüchen. Auch der Ton änderte sich. Messianische Erwartungen standen weniger im Vordergrund. Stattdessen betonten manche Texte kollektive Ethik oder warnten eindringlich vor kommenden Umbrüchen. Deutet das darauf hin, dass bestimmte Gruppen ihre religiösen Vorstellungen bewusst neu formten? Oder spiegelt es die Unsicherheit und Angst wider, die nach dem Fall Jerusalems herrschten? Einige Texte stellten Rituale in den Mittelpunkt, die von der etablierten Praxis abwichen. Andere beschrieben die Schöpfung auf eine Weise, die völlig ungewohnt wirkt. In einer Version entsteht das Universum nicht aus göttlichem Frieden, sondern aus einem Konflikt zwischen kosmischen Kräften. Das ist nicht das Bild, das man gewöhnlich mit heutigen Glaubenssystemen verbindet, doch es existierte. Die Schriftrollen vom Toten Meer zeigen, in dieser Perspektive betrachtet, ein weit komplexeres Bild als das eines einzigen religiösen Archivs. Sie sind das Ergebnis von Jahrhunderten der Überarbeitung, von Spannungen und Anpassungen. Ideen trafen aufeinander. Machtverhältnisse änderten sich. Texte wurden gestrichen, ergänzt oder umgestaltet, je nachdem, wer sie niederschrieb. Nicht das Heilige fehlte, es war ständig in Bewegung. Die verlorenen Zeilen der Schriftrollen.
Als Forscher mithilfe von KI-Bildgebung und fortschrittlicher Sprachanalyse tiefer gingen, zeigten die Fragmente etwas Unerwartetes. Es ging längst nicht mehr nur um die Übersetzung alter Texte, es ging um Entscheidungen, die vor Tausenden von Jahren getroffen wurden. Die beschädigten Stücke voller Risse und abgenutzter Kanten wirkten nicht mehr zufällig. Bestimmte Muster tauchten immer wieder auf. War es bloß Erosion oder hatte jemand bewusst entschieden, was erhalten bleiben sollte? Eine Sache ließ sich kaum übersehen. Einige bekannte biblische Bücher fehlten vollständig. Das Buch Esther tauchte nirgends auf. Wie konnte ein so bedeutender Text der jüdischen Tradition komplett fehlen? Dasselbe galt für die Chronikbücher, die für die Überlieferung priesterlicher Abstammung und königlicher Geschichte zentral sind. Wurden diese Texte vergessen oder absichtlich ausgelassen? Und es blieb nicht dabei. Mit der Analyse weiterer griechischer Fragmente kamen zusätzliche Unstimmigkeiten ans Licht. Einige Verse gehörten eindeutig nicht zur bekannten Septuaginta. Sie erwähnten fremde Ereignisse und unbekannte Figuren. Manche Passagen veränderten sogar den Ton grundlegend, weg von göttlichen Anweisungen hin zu gemeinschaftlichen Entscheidungen. Andere legten mehr Gewicht auf Rituale innerhalb der Gemeinschaft als auf zentralen Kult. Das allein deutete bereits auf tiefgehende Unterschiede hin. Dann kam die überraschendste Wendung. Verse, die einst auf messianische Verheißungen hindeuteten, wurden abgeschwächt oder vollständig umgeschrieben. An ihre Stelle traten eindringliche Warnungen vor moralischem Verfall und Hinweise auf gemeinsame Verantwortung in schwierigen Zeiten. Reagierten diese Menschen auf eine Krise in Echtzeit? Bereiteten sie sich gegenseitig auf eine Welt vor, die bereits auseinanderbrach? Die KI half, die Fragmente zu verbinden. Das waren keine einfachen Abschreibfehler. Die Veränderungen waren präzise, wiederkehrend und bewusst gesetzt. Handschriften unterschieden sich deutlich. Tintenmischungen variierten. Der Rhythmus der Sprache wechselte, als würden verschiedene Stimmen durch die Zeit sprechen. Was sich daraus ergab, war ein Mosaik aus Überzeugungen. Eine Rolle hier, ein Vers dort, geformt von unterschiedlichen Gruppen. Einige hielten an der Hoffnung auf einen Erlöser fest, andere konzentrierten sich auf das Überleben. Manche wollten die Vergangenheit bewahren, andere sie neu gestalten. Statt einer einzigen, verborgenen Bewegung zeigte sich ein Netzwerk von Menschen, verteilt über die Wüste, jeder mit seiner eigenen Version von Wahrheit. Einige bewahrten die Tradition, andere veränderten sie, vielleicht aus Not. Die Schriftrollen wurden weniger zu reinen religiösen Anleitungen und mehr zu Zeugnissen einer dringenden Anpassung. Menschen versuchten festzuhalten, was ihnen wichtig war, während ihre Welt um sie herum zerfiel. Und aus dieser Perspektive sind die Schriftrollen keine stillen historischen Dokumente mehr. Sie wirken wie Spuren von Menschen, die mitten im Umbruch standen und ihre Realität Wort für Wort neu schrieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.